Das ist Beta FPV Meteor 75, geflogen mit der Lightradio 2 Express LRS und der Orca-Brille. Das WUP hat einen starken Videosender mit 350 mW und ein 2,4 GHz Express LRS Empfänger. Geflogen wird mit einem S-Akku und 40 mm Propellern. Meteor 75 ist ein sehr guter Einsteiger-WUP für draußen als auch für innen. Fliegt über 4 Minuten mit dem 450 mAh ein S-Akku. Und mit dem Express-LRS-Empfänger gibt es keine Verbindungsabbrüche zwischen der Funke und dem Quad. Der Videosender mit 350 mW Sendeleistung reicht über 500 Meter. Der Meteor 75 wird in eine Aufbewahrungsbox geliefert mit 2 Akkus, Ersatzpropellern und ein USB-Ladegerät, der auch als Stromtester für die Akkus genutzt wird. Zuerst sollte man die Akkus aber voll aufladen. Der Quad hat eine Diagonale von 75 mm und wiegt gerade 24 Gramm. Und mit dem Akku sind es 37 Gramm. Innen steckt ein F4 Flugcontroller mit dem Onboard Express LRS Empfänger. Unter der Haube liegt der Videosender, der 25 bis 350 mW senden kann. Der neue F4 FC von Beta FPV ist sehr leicht und hat oben die Express LRS Keramikantenne für 2,4 GHz Empfang von der Funke. Die Motorenpins sind recht groß, sodass man die Motorkabel auch direkt einlöten könnte, um noch um 1 Gramm am Gewicht zu sparen. Den Meteor 75 kann man mit jedem Express LRS Sendemodul fliegen, wie hier das Beta FPV Nano TX Modul für zum Beispiel TBS Tango Funke, und das Micro TX Modul passt in fast jede Funke rein, mit einem Modulschacht. Die Lightradio 2 SE Funke ist überhaupt die erste Funke mit eingebautem Express LRS 2,4 GHz Sendemodul. Express LRS Module von anderen Herstellern wie hier Happy Model kann man auch bei dem Meteor 75 verwenden. Zum Koppel nehme ich hier die Lightradio 2 SE Funke. Zuerst muss das Meteor 75 in Bind-Modus versetzt werden. Akku rein und unten sieht man die langsam blinkende LED. Drückt man hier auf den Bind-Knopf, dann blinkt die LED schnell und der WUP ist bereit zum Koppeln. Die Lightradio-Funke wird eingeschaltet und unten auf den Bind-Knopf gedrückt. Der LED-Ring auf der Funke blinkt maximal 5 Sekunden in Rot und dann ist er gekoppelt mit dem Meteor 75 und der LED-Ring leuchtet blau. Auf dem Meteor 75 leuchtet die weiße LED jetzt dauerhaft. Den SA schalte an und die Motoren gehen an. Hier sieht man aber, dass manchmal nicht alle Motoren angehen. Das liegt an schlecht eingestellten ESC-Parametern. Also starte ich Bellheli Konfigurator und installiere zuerst die aktuellen Bellheli M Firmware 16.0, weil die alte 16.80 Firmware nicht so gut mit RPM-Filterung und der Betafly funktionieren soll. Zuerst stelle ich die PWM-Frequenz auf 48K, wo man etwas an Akkustrom sparen kann. Die 96K-Frequenz würde ich nicht einsetzen bei Motoren unter 20.000 kV. CE-Kommunikation soll auf Async PWM bleiben. Die Motorstartleistung sollte man auf 1,5 einstellen, damit die kleinen Motoren beim Einschalten sich sofort drehen. Demag Compensation sollte man auf High setzen, weil die WUPs so besser fliegen. Alles speichern und Betaflight starten. Unter Betaflight stelle ich bei den Motoren den Motorleerlauf auf 10 ein, damit die Motoren schneller beim Starten sich drehen und beim Fliegen so ein Washout reduziert wird. Schalte SA an und alle 4 Motoren drehen sich. Also hat die Motorstartleistung mit dem 1,50 Wert hier geholfen. Das nächste Problem beim WUP ist, dass diese unruhig landen, also so richtig hüpfen. Das liegt an den aktiven Air Mode, das man eigentlich nur im Acro-Modus bei Loopings benötigt. Fliegt man in Engel oder Horizon Mode, dann braucht man keinen Air Mode. Also kann man Air Mode unter Betafly zuerst komplett abschalten. Und unter den Schaltern aktiviert man Air Mode nur für den manuellen Flug, also bei Acro Mode. Hier sieht man jetzt, dass Air Mode bei Engel und bei Horizon aus ist. Und erst in Acro Mode geht Air Mode an. Fliege ich jetzt im Haus mit Engel oder Horizon, so kann ich jetzt sauber landen, ohne zu hüpfen. Ab Werk ist der Meteor 75 so eingestellt, dass bei Schalter SA die Motoren angehen.
Der Schalter SB ist für die 3 Flugmodi, Angle, Horizon und Acro. Der SD-Schalter ist für den Buzzer vorgesehen, aber Meteor 75 hat leider keinen Buzzer. Der Schalter SC ist der Crash-Flip-Modus, wo man nach einem Sturz wieder den Wub um 180 Grad drehen lassen kann. Motorenschalter SA an und die Knüppel bewegen, bis der Wub wieder normal steht. Natürlich kann man den Meteor auch mit einer großen Funke, wie hier mit der Radiomaster TX16S, fliegen. Zu beachten ist, dass man beim Express-LRS-Modul die Taktrate auf 150 Hz wählt, um mit dem Meteor sich koppeln zu können. Die Taktrate von 150 Hz kann man aber unter Betafly CLI Command Line mit dem Befehl Set Express LRS Rate Index anpassen. Beta FPV bietet auch eine Einsteiger-FPV-Brille, die VR02. Die Brille ist einfach, aber ausreichend für den Anfang. Innen ist ein LCD-Monitor und über die Suchlauffunktion kann man nach dem Videobild von Meteor 75 suchen. Dafür muss man lange auf dem Schalter S drücken. Ist das Videobild gefunden, prüft man, ob die Einstellungen mit dem Quad übereinstimmt. Bei Meteor 75 steht oben rechts F:4 und die Brille hat aber sich auf R5 eingestellt. Also stelle ich die Frequenz über die Auf- und Abschalter um. Jetzt stimmen bei der Einstellung überein von der Brille und dem Videosender von Meteor 75. Schaltet man die Funke ein, sieht man links in der Mitte die Empfangsqualität LQ von dem Express-LRS-Empfänger. Die 4 bedeutet, dass ich mit der Taktung von 150 Hz übertrage. Bei 6 wären es 250 Hz. Und 7 bedeutet 500 Hz. Die Zahl 100 zeigt mir, dass 100% der Steuerbefehle von der Funke empfangen werden. Das wäre hier das komplette FPV-Set mit dem Meteor 75 Wub, der Funke und der Brille. Denkt dran, in wenigen Tagen ist Black Friday bei Beta FPV mit Angeboten bis 25% Rabatt. Bei der ersten Landung auf dem Kopf kann ich direkt mit dem Schalter SC prüfen, ob die Crash-Flip-Funktion klappt. Und der Meteor 75 dreht sich einfach um und ich kann weiterfliegen. Wie man sieht, kann man mit dem Meteor 75 gut durch die Wohnung fliegen. Der Wub ist nicht zu schnell und so kann ich in Angle Mode, also im stabilisierten Modus, sicher durch die Wohnung fliegen. Bei genug Licht liefert die Kamera ein vernünftiges Videobild. Wird es zu dunkel, dann ist das Videobild deutlich verschneit. Der Videosender liefert bei 25 mW ein sauberes Videoempfang. Draußen fliegt sich der Meteor 75 auch sehr gut und alle Drehungen gelingen auf Anhieb. Was mir gut gefällt, dass der Akku über 4 Minuten Flugzeit durchhält und man dank Express LRS sehr weit fliegen kann. Eigentlich gibt es bei dem Meteor 75 nichts zu bemängeln. Nur die Kamera könnte etwas besser sein. Schön finde ich, dass die Light Radio 2 SE-Funke von Beta FPV direkt nach dem Koppeln mit dem Meteor 75 funktioniert. Die Schalter sind belegt und man kann sofort losfliegen. Viel Spaß beim Fliegen!